Yes, thank you for you, and thank you for the last 3 days. You've been teaching us fantastic. We've been learning a lot and understanding the prophet and how they communicate and how you're also speaking to us through him. So we just want to bless him and bless the ministry you have put in his heart, Lord. And I just pray for physical strength as you keep teaching and also traveling around to keep teaching other people, Lord. And we pray that all that you want us to have this week, and since today is the last day, Lord, help us to receive everything that you have for us in store through him. And I also pray that you refresh his spirit after today as well for this teaching. And I pray this in Jesus' name. Amen. Amen. You say amen. Amen. That is good. All right, how are you this morning? Wie geht's euch heute Morgen? Yes, yes. Good. So, I give you homework. Ich habe euch was als Hausaufgaben gegeben. So, what did you find out? Was habt ihr rausgefunden? So, we talked about who is the king in Jerusalem in chapter 7 and 8. Es ging darum, wer ist der König in Jerusalem in Kapitel 7 und 8. Ahaz, okay. Who is the king in chapter 36 to 38? Wer ist der König in Kapitel 36 bis 38? Hiskia. Huh? Hiskia. Hiskia. Hezekiah, very good. Ja. Okay. Who is attacking Jerusalem? Wer greift Jerusalem Somebody an? else. Who's attacking Ezekiel? Who's attacking Jerusalem? I don't have my number, I was in Babylon, right? Aram and Israel. Aram and Israel. Yes. Aram is another word for Syria. Aram oder Syrien und Israel. Okay, so Syria and Israel. Very good. Somebody else. Who is attacking Jerusalem when during the reign of King Hezekiah? Wer greift Jerusalem an während der Regierungszeit von König Hiskia? Assyria. Okay, and the name is King King Sennacherib. Sennacherib. Very good. Sanherib. Okay. Now, did the king Ahaz, in one story, in the other story, King Hezekiah, did they trust in God? Hat der König auf Gott vertraut? König Ahaz in der einen Geschichte und König Hiskia in der anderen. One did and one did not. Okay, who did and who didn't? Wer hat nicht getan? Ahaz did not. Okay, Ahaz did not. Yes. Okay, Ahaz hat nicht vertraut. okay, and then Hezekiah did, right? Yes. Okay, somebody else can answer this one. What's the sign what was the sign given to the king so that he would believe? Was war das Zeichen, das dem König gegeben wurde, dass glaubt? Ahaz got the sign that before the son or the daughter of Isaiah can speak, the northern kingdom will be invaded. Okay. Ahaz hat das Zeichen bekommen, dass bevor Jesajas Sohn oder Tochter, What do you bevor sein think? Kind, I mean, that definitely is part of it. dass das Nordreich angegriffen wird, erobert wird. There was something mentioned with his child being the word. Right, a young woman will be with child. Yeah, Emmanuel. Emmanuel, okay, very good. Ging um die junge Frau, die ein Kind bekommen wird, Emmanuel. And there we have the problem because that is a nice sign, but it's not a sign for the king because this sign would have taken place 500 years later. So Very the king good. Okay. would never see what happened. Okay, very good. So we have a problem here. Wir haben ein Problem entdeckt, dass dieses Zeichen nämlich erst And 700 we Jahre will später discuss that. eingebaut ist. We'll discuss that. Darüber reden wir gleich. Very, but good observation. Gute Beobachtung. By the way, before I forget, you guys are awesome. Bevor ich es vergesse, euch zu sagen, ihr seid genial. You guys are. This is I'm very encouraged. The very first DBS in Germany, and we have such a. Even the staff, they're telling me how proud they are of you guys because you guys are just awesome. Really, the first DBS? Huh? The first DBS in Germany? In Germany, yes. And I'm there? Yeah. Yes. Yes. And we run another school usually. So we have two different Bible schools now, and this particular school is the first time. Sorry. Genau, wir haben ein anderes Format, die SBS, die haben wir schon länger am Laufen, aber es ist das erste Mal, dass die DBS stattfindet hier in Deutschland. And did the king pray? Hat der König gebetet? Did King Ahaz pray during the story? Hat König Ahaz No. gebetet? Did King Hezekiah pray during the story? König Hiskia gebetet? Very good. All right, good. So, Did we talk
Now comes the main question. Jetzt kommt die Hauptfrage. Why did Isaiah put these stories? I mean, there are many stories. He ministered for like 50 years. Why did he only pick these two stories? Warum hat Jesaja diese zwei Geschichten ausgewählt? Es hätte so viele mehr Geschichten gegeben. Er hat insgesamt 50 Jahre lang als Prophet gedient. I'm not sure, but I think he wrote the stories to show us that when we pray, it can change. Okay, prayer works. Um zu zeigen, dass Gebet etwas Very bewirkt, good. etwas verändert. Very good. What else? Was noch? Weshalb noch? Obviously, the author wants us to compare. Es ist klar, der Schreiber möchte, dass wir vergleichen. And there is a difference, or contrast. There is a contrast between the two. Dass wir gegenüberstellen, denn da gibt es einen Kontrast zwischen den zwei Geschichten. So maybe it's something related with prayer, Vielleicht hat es was mit Gebet zu but tun. maybe there's something more. Yes. Vielleicht noch etwas mehr. We also saw that with Ahaz, he was a bad king, and Hezekiah was a good king, but in Ahaz's time not so many things happened, just the war between these countries. But then with Hezekiah's time, there was the exile. It was. No, it was no exile in Hezekiah's time. The King for Kings. We are now talking about. The siege, no? We are talking about Something. 732 and 701. Wir sprechen jetzt über 732 und 701. So in both cases there is a siege. In beiden Fällen gab es eine Belagerung. Okay, but the sending people into exile begins in 605. Aber das Volk ins Exil verschleppt wird, das fängt erst 605 an. But good, because that's how we learn. Sometimes these things get confused. It's very confusing. But that's how we learn. So lernen wir, indem wir uns das nochmal anschauen und schauen, wann die Zeit ist. So again, what is the message in Isaiah? What will be the main idea of Isaiah? Was ist dann die Botschaft von Jesaja? Was ist die Hauptidee in dem Buch? Why does Isaiah offer a sign and say, give me a sign, just tell me what to perform, just tell me what the sign to perform, and I will do it. Why? Warum bietet Jesaja ein Zeichen an? Warum sagt er dem König, nenn irgendein Zeichen, was immer du möchtest, dass ich es tue, und es wird dir gegeben? Warum tut er das? To prove that God is the only God. Okay, to prove that God is the only God. Um zu beweisen, dass Gott der einzige Herr ist. Therefore, and so when you have a siege of Jerusalem, Wenn es dann zu einer Belagerung von and Jerusalem the kommt enemy is much stronger than you, und der Feind viel stärker ist als and ihr, they're about to destroy the walls and conquer you, sie kurz davor sind, die Mauern einzureißen und euch zu erobern, and then Isaiah is talking about give me a sign so that you would do what? und dann sagt Jesaja, gib mir Pray. ein Zeichen, ich gebe dir ein Zeichen, damit du was tust, And what else? What's the main thing? beten und worum geht es hauptsächlich? To believe. Why would be a sign? So why is Isaiah trying to prove that God is God? So that you would Jesaja beweist, dass Gott Gott ist. believe. Dass So sie that you would glauben, trust. dass sie God. vertrauen, dass sie Gott vertrauen. And one trusted God, Der eine hat Gott vertraut, one did not trust God. der andere hat Gott nicht vertraut. Okay. Now they both were not. Ahaz also was delivered from the siege, from the enemy, but that was for another reason. Auch Ahaz wurde dann befreit von dem Feind, wurde Sicherheit gebracht, aber aus einem anderen Grund. Hezekiah, he trusted God, and therefore God delivered him. Hiskia hat Gott vertraut und wegen dieses Vertrauens hat Gott ihn gerettet. Yeah, but let's even actually when we were talking about sending people into exile, Selbst als wir davon gesprochen haben, dass Leute ins Exil verschleppt wurden, Judah did suffer a great defeat. So what was her name again? She was in some ways she's still right. Roxy, genau. Es stimmt schon, dass Judah da eine große Niederlage erlitten hat und da Leute verschleppt wurden. So there was still a lot that you were saying that was really correct.
Sennacherib was able to defeat a lot of cities. Und Sanherib hat in der Situation viele Städte einnehmen können. Okay, so we I have a have. question. All right, so we have the contrast of the two historical narratives. Wir haben also diesen Kontrast von diesen zwei historischen Erzählungen. All right, and so no trust Ahaz, trust in Hezekiah. Kein Vertrauen in Gott bei Ahas, Vertrauen sehen wir bei Hezekiah prays, he doesn't pray. Hiskia betet, er betet nicht. Okay, all right, good. So then, the main message, and I believe this is the main message of all of Isaiah, Die Hauptbotschaft, und ich glaube, das ist die Hauptbotschaft des ganzen Buches Jesaja, and it's illustrated by the two only stories he mentions, wird dargestellt von diesen zwei Geschichten, die er näher is betrachtet. to trust God. Trust God for what? For deliverance, Ist Gott zu vertrauen. Vertrauen für was? Für Rettung. for salvation. Yes, for retting. Yeah. Okay, so let's talk about Ahaz first. Sprechen wir erstmal über Ahas. Okay, so we see that again we need to look this up in a book like Kings and Chronicles. Wir müssen uns das auch anschauen in Büchern wie Könige und Chronik. And so we look up in the historical background of Kings and Chronicles, and we discover that King Ahaz was really bad. Da sehen wir den historischen Hintergrund dazu in Könige und Chronik. Und dann sehen wir, dass König Ahas wirklich schlecht war. Let me see where it is in my notes. Okay, yeah. He sacrificed his own son to a god, to a false god. Er opfert seinen eigenen Sohn einem falschen Gott, einem Götzen. He lost a seaport, Er hat eine Hafenstadt verloren and he suffered greatly from the siege. und er hat unter dieser Belagerung stark gelitten. So there were, because he was evil, there were, we see that religiously, and also he suffered economically and militarily as a result. Weil er böse war, hat er religiös gelitten und dann sehen wir als Resultat davon auch, dass er militärisch und wirtschaftlich gelitten hat. Okay, so Ahaz is an evil king. Ahas war also ein böser König. Then we see that an alliance between Israel and Syria came against Jerusalem. Und dann sehen wir, wie ein Bündnis, wie die Verbündeten Israel und Syrien gegen Juda, gegen Jerusalem kamen. And why did they do that? Warum haben sie das gemacht? Because they were already sensing a threat from Assyria coming their way. Denn sie haben schon eine Bedrohung gespürt von Assyrien, die jetzt auf sie And zukommt. so Syria and Israel wanted to make an alliance with Jerusalem Deshalb wollten Syrien und Israel ein Bündnis mit Jerusalem, mit so Juda that they schließen, can stand stronger against this might, this world power. damit sie sich gemeinsam wehren können und stärker sich wehren können gegen diese Weltmacht Assyrien. But King Ahaz refused, König Ahas hat das aber abgelehnt. and so Syria and Israel began to besiege Jerusalem, attacking Jerusalem. They want to replace the king with one of theirs, with a puppet king, so that there will be a greater alliance against Assyria. Weil Juda sich also geweigert hat, dann hat Israel und Syrien zusammen, haben sie Juda angegriffen, haben sie Jerusalem belagert, um dort dann den König auszutauschen, eine Marionette dort als König zu haben, damit sie dann zu dritt stärker gegen Assyrien kämpfen. Okay, and during that war, he lost 120,000 troops. Während dieses Krieges hat er 120.000 Mann verloren. So he already suffered a great defeat, but he suffered greatly, but Jerusalem was still standing, yeah? Er hat also stark gelitten, aber Jerusalem wurde nicht eingenommen. Sie standen. There were also another 200,000 that were about to be deported to Damascus. Es gab auch nochmal 200.000 Menschen, die beinahe nach Damaskus verschleppt wurden. And you can read that in 2 Chronicles 28 as well, in this story. Das können wir in 2. Chronik 28 auch nachlesen. And there was a prophet, his name was Oded, that mediated the release of the 200,000 people, so they end up not in Damascus. Dann kam ein Prophet und der hat
veranlasst, dass da diese Menschen wieder freigelassen wurden, dass sie nicht nach Damaskus kamen. But the siege continued. Die Belagerung ging aber weiter. Okay, and so Isaiah, even though Ahaz is such an evil king, Isaiah still goes to him and ministers to him, trying to build faith in his life. Obwohl Ahas so ein böser König war, ist Jesaja immer noch zu ihm gekommen und hat ihm mit dem Wort Gottes gedient, um irgendwie Glauben zu schaffen in seinem Leben. And so prophetically, he says in chapter 7, verse 4, he says, "Be quiet, do not fear." Und Jesaja sagt zu König Ahas in Jesaja 7, Vers 4, sei ruhig, sei still und fürchte dich nicht. All right, and they talk about Syria and Israel. They are like two smoldering sticks. Dann heißt es, Israel und Syrien, das sind wie zwei brennende oder kohlende Holzscheite. In other words, there is little fire left in them, little power left in them. Die rauchen noch so ein bisschen vor sich hin, aber es ist kein Feuer mehr darin, keine Kraft mehr. In other words, soon that little bit of fire remaining will be extinguished. Das Wort von Jesaja war also, bald wird dieses bisschen was da noch so schwelt, wird auch ausgehen. Israel and Syria's plan will fail. Der Plan, den Israel und Syrien haben, der wird versagen. Now, it's quite amazing to consider that an evil king, and yet he was so evil, and yet Isaiah ministers to him because he wants to build faith in his life. He still wants to give him another chance. Das ist eine erstaunliche Geschichte, dass Gottes Prophet Jesaja zu so einem bösen König geschickt wurde und dass er jetzt versucht, irgendwie Glauben in ihm zu erwecken. And so he says, "You don't believe me? Und so sagt er zu ihm, du glaubst mir nicht. Okay, ask for a sign. Gut, dann bitte mich um ein Zeichen. I will build up your faith." Ich will dein Glauben aufbauen. And so he says, in verses 11, he says, "Ask a sign of the Lord your God, let it be deep as Sheol or high as heaven." Verse 11, go Vers ahead. 11 sagt er, fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott, es sei drunten in der Tiefe oder oben in der Höhe. Okay, but Ahaz refused. Aber Ahas weigert sich. He says, "I will not ask, I will not put the Lord to the test." Er sagt, ich will es nicht fordern, damit ich den Herrn nicht versuche. Now, that sounds very spiritual. Das hört sich nach einer sehr geistlichen Antwort an. It comes out of Deuteronomy 6, verse 16. Das kommt von 5. Mose 6, Vers 16. And it's the same thing that Jesus said when he was tempted by the devil and he was put up to the roof of the temple and the devil said to him, "Throw yourself down and then see that the angels will come and rescue you." And Jesus says, "Thou shalt not put the Lord your God to the test." And Jesus was also using the same verse. Das ist dieselbe Antwort, die Jesus gab, als er versucht wurde in der Wüste, als er dann auf den Tempel gestellt wurde und ihm gesagt wurde, schmeiß dich in die Tiefe, deine Engel werden dich schon auffangen. Und da sagte Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Er hat da denselben Vers zitiert. Okay, Matthew 4, verse 7. Die Geschichte ist in Matthäus 4, Vers 7. And so it says, what does it mean to tempt God? Was heißt es, Gott zu versuchen? It means purposely putting yourself in a situation that will require God to come and rescue. Sich vorsätzlich in Schwierigkeiten bringen, in so eine krasse Situation, dass Gott kommen muss, um dich zu retten. So Jesus says, "Do not tempt God." Deshalb sagte Jesus, du sollst den Herrn nicht versuchen. And the same thing Ahaz said. Ahaz says, "Do not tempt God." Dasselbe sagt hier Ahas. Er sagt, ich will den Herrn nicht versuchen. But it wasn't really because Ahaz was spiritual. Aber es war nicht wirklich, weil Ahas geistlich war. He was not spiritual at all. Er war überhaupt nicht geistlich. Because in this case, God through Isaiah offered him a sign, and he is rejecting the sign, he's therefore rejecting God. In diesem Fall hat Gott dem König durch Jesaja ein Zeichen angeboten. Und wenn der König jetzt dieses Zeichen ablehnt, dann lehnt er Gott ab. He refused to trust God. Er lehnt es ab, Gott zu vertrauen. And the reason why, because he had a plan B. He had another plan. Weshalb hat er das abgelehnt? Weil er einen Plan B hatte. And he was looking for Assyria for help. Er hat zu Assyrien geschaut, dass die ihm zu He Hilfe asked kommen. the king of Assyria to come and help him get rid of this siege, get rid of this Syria-Israel alliance. Er hat den König von Assyrien gebeten, ihm zu helfen, diese Belagerung zu brechen und gegen das Bündnis von Syrien und Israel
So Gott zu gehen. while he was still talking to Isaiah, he had already another idea. He already had another plan. So he was not really open to Isaiah's input. Während er noch mit Jesaja sprach, hatte er im Kopf schon einen anderen Plan, Plan B. Er war also nicht wirklich offen für Jesajas Input. He was not open because he wants to be in control. Er war nicht offen dafür, weil er selbst die Kontrolle behalten wollte. So he makes an alliance with Assyria that was like, I am still in control, my plan will work. Believing Isaiah means putting your hands, putting your lives in the hands of God, believing only, and he didn't want to do that. He did not want to trust God. Er wollte nach seinem Plan vorgehen. Er wollte selbst noch die Kontrolle haben, dass mit seinem Bündnis funktioniert. Hätte er Jesaja geglaubt und dann müsste er sein Leben in Gottes Hände legen. Da müsste er Gott voll vertrauen. Das wollte er nicht. He had no faith. Er hatte kein Vertrauen. He didn't want to step out in faith. Er wollte keine Schritte im Vertrauen gehen. He didn't want the supernatural. Er wollte das Übernatürliche nicht. Supernatural makes him feel uncomfortable. Das Übernatürliche, das ist ihm unbequem. He preferred the natural. Er bevorzugt das He Natürliche. preferred his own Er plans. bevorzugt seine eigenen Pläne. You know, sometimes we in Wyram, Manchmal sind wir in Weiber we are a movement that began in faith, wie eine Bewegung, die im Glauben angefangen hat. but sometimes we have become very good planners. Und manchmal werden wir aber ganz tolle Planer. In fact, we are super planners. Superplaner sogar. Everything is so well organized, we don't leave any room for God to perform a miracle. Alles ist so super organisiert, dass wir gar keine Gelegenheit mehr Gott geben, noch Wunder zu tun. Okay, but we do need to continue to allow ourselves. We have to, like Lauren Kettingham says in his book, like dare to live on the edge. Aber wir müssen es wagen, wie Lauren Cunningham in seinem Buch sagt, es wagen, auf dem schmalen Grat zu leben. Go into the extreme, believe God for things that are bigger than you. Zum Extrem zu gehen, Gott für Dinge vertrauen, die größer sind als du. If God is giving you if God is speaking to you, Wenn Gott zu dir spricht, if it is small, wenn es klein ist, maybe it's not God. dann ist es vielleicht nicht Gott. If it is big, Wenn es groß ist, impossible, unmöglich, hey, maybe God is speaking. vielleicht spricht Gott das. Because God wants us, like Isaiah speaking to King Ahaz, God wants us to see our faith built in Him, trusting Him for the impossible. Gott möchte sehen, dass unser Vertrauen in ihn aufgebaut wird, dass wir ihm für das Unmögliche vertrauen. Alright? That's right. That's right, Ezekiel says amen. Alright. And so, but then Isaiah got so frustrated with King Ahaz. Jesaja ist so frustriert mit König Ahaz. Here you are, killing your own son, sacrificing him to a false god. Du, der du da deinen eigenen Sohn opferst, einen You're falschen so Götzen. evil. So böse. And I didn't even come. I didn't even come to judge you. I came to help you, and you refused my help. Ich bin nicht mal gekommen, um dich zu richten, sondern um dir zu helfen, und du lehnst meine Hilfe ab. So I can imagine Isaiah already going like this, you Stell know. mir das vor, wie Jesaja ihm an die Gurgel geht. He can do that. Fine. You're supposed to translate, right? All right. And then he said, you know what? I'm going to give you a sign anyway. Und dann sagt Jesaja, weißt du was, ich gebe dir ein Zeichen. And so he speaks of Emmanuel. Und dann spricht er von Emmanuel. And so we read, "Hear then, O house of David, is it too little for you to weary mortals, that you weary my God also?" Verses 13 of chapter 7. Jesaja in 7, Vers 13. Wohlan, so hört ihr vom Hause David. Ist euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht? Müsst ihr auch meinen Gott müde machen? Therefore the Lord himself will give you a sign. Look, the young woman is with child, and shall bear a son, and shall name him Emmanuel. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Emmanuel. And so and then of course the rest of the passage is what was already mentioned earlier, and that is before the child is able to do this and that, they will be sent out of the land. Und dann geht diese Prophetie weiter, wie Clemens uns gesagt hat, bevor dieses Kind so 2 Jahre alt ist, werden diese 2 Länder da verwüstet sein. Okay, so so Isaiah prophesies about this child.
Jesaja prophezeit also über dieses Kind. And then he says Emmanuel, and the word Emmanuel means God with us. Und er nennt den Namen Immanuel. Dieser Name bedeutet Gott mit uns. Okay, and then a sign, but now the sign that was meant to deliver you, that sign will actually come now to you in judgment. Aber jetzt kommt dieses Zeichen, das eigentlich zur Rettung führen sollte, kommt als Zeichen des Gerichts. And it is true that Emmanuel, God with us, can for some mean judgment, for some can mean deliverance, for others can mean judgment, depending on which side you pick. Denn Immanuel, Gott, der zu uns kommt, das kann für die einen Rettung bedeuten, für die And- anderen aber auch Gericht, je nachdem, auf welche Seite man sich And so, entscheidet zu stehen. so it's it was judgment for King Ahaz because he did not trust in God. König Ahas war es Gericht, weil er Gott nicht vertraut hat. And so now, what does it say exactly? A young woman will be with child. Wie heißt es genau in dem Vers? Eine junge Frau, ist Now, schwanger? the Septuagint that was translated before Jesus, before the time of Jesus, Die Septuaginta, die noch vor der Zeit Jesu übersetzt wurde, they translated it and said, the virgin will be with child. sie haben das so übersetzt, dass sie gesagt haben, die Jungfrau wird schwanger. And a virgin with child, that is a supernatural sign. Eine Jungfrau, die ein Kind bekommt, das ist ein übernatürliches A Zeichen. young woman with child is not a sign. Eine junge Frau, die schwanger wird, ist nicht ein I Zeichen, mean, it's not supernatural. kein übernatürliches Zeichen. Okay, so of course, if you perform a supernatural sign, like in the time of King Hezekiah, there was a sign about the shadow of a sundial going backwards instead of forwards. Natürlich, wenn man ein übernatürliches Zeichen vollbringt, wie zur Zeit von König Hiskia, wo der Schatten der Sonnenuhr rückwärts geht, That statt sure vorwärts, helps build up our faith. das hilft natürlich, unseren Glauben aufzubauen. But now, what is so supernatural about the young woman with child? Well, the Septuagint says it's a virgin with child. Was ist dann aber so übernatürlich daran, dass eine junge Frau schwanger wird? Gut, die And that Septuaginta is- sagt, es war eine Jungfrau. And that is what Matthew 1, verses 23 quotes. Das ist das, was in Matthäus 1, Vers 23 zitiert wird. Matthew maintains the Greek translation using the word virgin. Matthäus folgt hier der griechischen Übersetzung, die das Wort Jungfrau verwendet. And of course, that is a supernatural sign. In dem Fall ist es natürlich ein übernatürliches Zeichen. And now, in Hebrew, there is no special word for virgin. Im Hebräischen gibt es kein Wort speziell für Jungfrau. And when you say young woman, you assume you mean a virgin, because in the Hebrew culture, that's one and the same thing. Denn wenn sie junge Frau oder Fräulein gesagt haben, dann haben sie angenommen, dass diese Frau eine Jungfrau ist. In Greek, you do have two words, and yet the Septuagint knew already what is meant is virgin, and therefore Matthew also used the word virgin. Im Griechischen hatten sie dann zwei Worte zur Verfügung, junge Frau und Jungfrau. Und die Übersetzung in der Septuaginta, die haben sich für die Version Jungfrau entschieden. Und das So- hat Matthäus dann übernommen. So Ahaz has refused the sign. Ahaz has refused the sign that says God with us. Ahas hat sich geweigert, diese Zeichen anzunehmen. Das Zeichen, das sagt, Gott ist bei uns. And so instead he will have judgment. Stattdessen wird er dann Gericht empfangen. But again, judgment against him. And then it says, it talks about Emmanuel. Gericht gegen ihn. Und er spricht jetzt hier von Immanuel. Okay? And a child will reign over you. Und ein Kind wird über euch regieren. Okay? Hold on for a second. Let's, yeah. And then I'll talk about the child in just a moment again, yeah? Ich komme gleich nochmal auf das Kind zurück. So we see that Assyria will come to help Ahaz, Wir sehen da in der Geschichte, dass Assyrien kommt, um Ahas zu helfen. but then Isaiah prophesies that Assyria will return defeated. He will go away defeated again. Jesaja prophezeit dann, dass Assyrien in Niederlage zurück nach Hause gehen muss. All right. So Assyria, they will. It talks about a fly and a bee Da in geht chapter es 7, verse 19. in Kapitel 7, Vers 19 um eine Fliege und um eine Biene. And a fly and a bee will settle in Judah.
in